Lektion 1: Günstige Flüge mit Vergleichswebsites finden. Hallo Anna, dann kannst du Vergleichsseiten verwenden, um die günstigsten Flüge zu finden. Hallo, John. Vergleichswebsites sind in der Tat hilfreich, um erschwingliche Reisemöglichkeiten zu finden. Sie ermöglichen es Ihnen, Preise verschiedener Fluggesellschaften zu vergleichen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Das ist praktisch. Welche Vergleichswebsites empfehlen Sie? Zu den beliebtesten gehören Skyscanner, Kayak und Google Flights. Ich habe von denen gehört. Bieten sie genaue und aktuelle Informationen? Ja, sie sammeln Daten direkt von Fluggesellschaften und Reisebüros und sorgen so für zuverlässige Informationen. Das ist beruhigend. Gibt es bestimmte Funktionen, auf die wir bei der Nutzung dieser Websites achten sollten? Suchen Sie nach flexiblen Datumsoptionen, die Ihnen helfen können, günstigere Flüge zu finden, indem Sie Ihre Reisedaten anpassen. Flexibilität kann in der Tat einen erheblichen Unterschied bei den Flugpreisen bewirken. Was ist mit anderen Faktoren wie Zwischenstopps oder Gepäckgebühren? Sie können die Suchergebnisse nach Präferenzen wie Aufenthaltsdauer und Freigepäck filtern. Das ist hilfreich, um die Suche auf unsere spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden. Gibt es weitere Tipps für die effektive Nutzung dieser Websites? Es ist eine gute Idee, Preisbenachrichtigungen für Ihre gewünschten Ziele einzurichten. Auf diese Weise werden Sie benachrichtigt, wenn die Preise fallen. Preiswarnungen können ein wertvolles Instrument sein, um die besten Angebote zu ergattern. Irgendwelche anderen Vorschläge? Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Browser-Cookies löschen oder bei der Suche den Inkognito-Modus verwenden. Einige Websites verfolgen möglicherweise Ihre Aktivitäten und passen die Preise entsprechend an. Das wusste ich nicht. Das Löschen von Cookies oder die Verwendung des Inkognito-Modus kann dazu beitragen, mögliche Preismanipulationen zu vermeiden. Genau. Mit diesen Schritten können Sie das Beste aus Vergleichswebsites herausholen und die günstigsten Flüge finden. Danke, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, John. Ich werde sie bei meiner zukünftigen Reiseplanung berücksichtigen. Du bist willkommen, Anna. Ich hoffe, Sie erweisen sich als nützlich bei der Suche nach guten Flugangeboten. Ich weiß es zu schätzen. Hier geht es darum, Vergleichswebsites zu nutzen, um unsere Reiseträume erschwinglicher zu machen. Prost darauf, Anna. Mögen unsere Abenteuer voller aufregender Ziele und budgetfreundlicher Flüge sein. Absolut, John. Begeben wir uns auf unvergessliche Reisen, ohne das Budget zu sprengen. In der Tat, Anna. Frohe Reisen und mögen Sie unterwegs die besten Schnäppchen finden. Lektion 2: Fotografie-Tipps für Anfänger. Hallo Anna, Fotografie scheint aufregend zu sein. Irgendwelche Tipps für Anfänger? Hallo, John. Absolut. Hier sind ein paar Tipps für den Einstieg in die Fotografie. Ich bin ganz Ohr. Was ist der erste Tipp, den du für Anfänger hast? Lernen Sie zunächst Ihre Kamera kennen. Lesen Sie das Handbuch und experimentieren Sie mit den Einstellungen. Das Verständnis der Funktionen der Kamera ist entscheidend, um die besten Aufnahmen zu machen. Was ist der nächste Tipp? Achten Sie auf die Zusammensetzung. Verwenden Sie die dritte Regel und experimentieren Sie mit verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven. Die Komposition kann die Wirkung eines Fotos erheblich beeinflussen. Irgendwelche anderen Vorschläge? Die Beleuchtung spielt in der Fotografie eine entscheidende Rolle. Experimentieren Sie mit natürlichem Licht und lernen Sie, es mit Techniken wie der Belichtungskorrektur zu kontrollieren. Die Beherrschung der Beleuchtung kann die Qualität von Fotos wirklich verbessern. Worauf sollten sich Anfänger sonst noch konzentrieren? Übung macht den Meister.
Nehmen Sie Ihre Kamera überall hin mit und halten Sie Momente fest, die Sie inspirieren. Je mehr du übst, desto besser wirst du. Hast du weitere Tipps, die du mit uns teilen möchtest? Hab keine Angst zu experimentieren und Fehler zu machen. Durch Versuch und Irrtum wirst du als Fotograf lernen und wachsen. Es ist wichtig, den Lernprozess zu begrüßen. Danke für diese wertvollen Tipps, Anna. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, sie helfen dir, dich auf eine aufregende fotografische Reise zu begeben. Das weiß ich zu schätzen. Ich freue mich darauf, diese Tipps in die Praxis umzusetzen und meine fotografischen Fähigkeiten zu verbessern. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie tolle Aufnahmen machen werden. Denken Sie daran, den Prozess zu genießen und Spaß zu haben. Absolut, Anna. Die Freude an der Fotografie liegt darin, Momente festzuhalten und Kreativität auszudrücken. Gut gesagt, John. Hier geht es darum, die Kunst der Fotografie anzunehmen und die Schönheit der Welt um uns herum einzufangen. Prost darauf, Anna. Mögen unsere Fotos Geschichten erzählen und Emotionen hervorrufen, die bei anderen Anklang finden. In der Tat, John. Lassen Sie uns die Welt weiterhin aus unseren einzigartigen Perspektiven erkunden und festhalten. Lektion 3. Bewertung von Farben und Texturen in Kleidung. Hallo Anna, dieses Shirt hat eine schöne Farbe. Was denkst du darüber? Hallo, John. Gut, aber der andere sieht weicher aus. Du bevorzugst also das andere Shirt wegen seines weicheren Aussehens? Ja, die Textur des anderen Shirts scheint mir ansprechender zu sein. Ich verstehe. Die Textur kann in der Tat einen Unterschied darin machen, wie sich Kleidung anfühlt und aussieht. Fällt dir sonst noch etwas auf? Die Farbe des ersten Hemdes ist lebendig, aber das zweite hat einen subtileren Ton. Subtile Töne können eine andere Ästhetik verleihen. Es ist interessant, wie Farben unterschiedliche Stimmungen hervorrufen können. Absolut. Bei der Auswahl der Kleidung ist es wichtig, das allgemeine Aussehen und die Haptik des Kleidungsstücks zu berücksichtigen. Einverstanden. Sowohl Farbe als auch Textur tragen zur allgemeinen Attraktivität und zum Stil bei. Letztlich kommt es auf Ihre persönlichen Vorlieben an und darauf, wie Sie sich durch Mode ausdrücken möchten. Das ist wahr. Mode ermöglicht es uns, unseren einzigartigen Geschmack und unsere Persönlichkeit zu präsentieren. Definitiv. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Farben und Texturen verschiedene modische Statements erzeugen können. Es ist eine kreative Art, uns auszudrücken und eine Aussage zu machen, ohne ein Wort zu sagen. Mode ist wirklich eine Form der nonverbalen Kommunikation. Sie kann Bände darüber aussagen, wer wir sind. Gut gesagt, Anna. Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Erkenntnisse zur Bewertung von Farben und Texturen in Kleidung mitgeteilt haben. Du bist willkommen, John. Es ist immer interessant, über die Nuancen von Mode und persönlichem Stil zu sprechen. In der Tat. Hier geht es darum, unsere Individualität durch die Kleidung, die wir tragen, und die Farben, die wir wählen, zum Ausdruck zu bringen. Darauf ein Hoch, John. Mögen wir immer Freude und Zuversicht in unseren Modeentscheidungen finden. Absolut, Anna. Lassen Sie uns weiterhin verschiedene Farben und Texturen erforschen und mit ihnen experimentieren, die bei uns Anklang finden. Lektion 4. Für positive Veränderungen eintreten. Hallo Anna, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, mich für positive Veränderungen einzusetzen. Hallo, John. Das ist wunderbar. Welche konkreten Maßnahmen ziehen Sie in Betracht? Ich habe vor, mich über wichtige soziale Themen zu informieren, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, besser zu verstehen. Bildung ist ein guter Ausgangspunkt.
Sie befähigt uns, fundierte Entscheidungen zu treffen und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen. Ich möchte auch Gespräche mit anderen führen und so einen offenen Dialog und Empathie fördern. Sinnvolle Gespräche können das Verständnis fördern und Lücken zwischen verschiedenen Perspektiven überbrücken. Ich glaube an die Macht kollektiven Handelns und suche daher nach Möglichkeiten, lokalen Gemeinschaftsinitiativen beizutreten oder sie zu unterstützen. Die Beteiligung an Gemeinschaftsinitiativen ist eine fantastische Möglichkeit, positive Veränderungen an der Basis herbeizuführen. Darüber hinaus möchte ich meine Stimme und Plattform nutzen, um das Bewusstsein für Themen zu schärfen, die mir wichtig sind. Ihre Stimme hat das Potenzial, andere zu inspirieren und zu beeinflussen. Es ist ein mächtiges Instrument zur Veränderung. Ich denke auch darüber nach, Organisationen und Anliegen, die meinen Werten entsprechen, durch Spenden oder Freiwilligenarbeit zu unterstützen. Wenn Sie Organisationen finanziell oder mit Ihrer Zeit unterstützen, kann dies erhebliche Auswirkungen auf Ihre Arbeit haben. Schließlich möchte ich mich kontinuierlich weiterbilden und über aktuelle Ereignisse und soziale Themen auf dem Laufenden bleiben. Gut informiert zu sein, ermöglicht es uns, engagiert zu bleiben und fundierte Entscheidungen in unserer Interessenvertretung zu treffen. Absolut. Gemeinsam können wir durch unser individuelles Handeln zu einer inklusiveren und gerechteren Gesellschaft beitragen. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Lassen Sie uns positive Veränderungen anregen, indem wir Maßnahmen ergreifen und den Fortschritt vorantreiben. Gut gesagt, Anna. Hier geht es darum, etwas zu bewirken und einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum zu haben. Darauf ein Hoch, John. Mögen unsere gemeinsamen Anstrengungen eine bessere und gerechtere Zukunft für alle schaffen. In der Tat, Anna. Setzen wir uns weiterhin Schritt für positive Veränderungen ein. Lektion 5: Sich durch kreative Möglichkeiten ausdrücken. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit verschiedene kreative Möglichkeiten verfolgt hast. Nun, mach weiter so. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich auszudrücken. Hallo, John. Danke für die Ermutigung. Die Teilnahme an kreativen Aktivitäten war wirklich erfüllend. Ich habe dein Kunstwerk gesehen und es ist beeindruckend. Was inspiriert dich dazu, dich kreativ auszudrücken? Ich finde Inspiration im Alltag, in der Natur und den Emotionen und Erfahrungen, die mich prägen. Es ist erstaunlich, wie Kunst Emotionen auf so einzigartige und kraftvolle Weise einfangen und vermitteln kann. Absolut. Es ermöglicht mir, Gedanken und Gefühle zu kommunizieren, die sich nur schwer mit Worten ausdrücken lassen. Ich kann sehen, wie kreative Möglichkeiten ein Gefühl von Freiheit und Selbstentfaltung vermitteln. Gab es weitere Vorteile, die Sie erlebt haben? Kreative Aktivitäten helfen mir, mich zu entspannen, Stress abzubauen und ein Gefühl von innerem Frieden zu finden. Das ist wunderbar. Kreative Aktivitäten können sich in der Tat positiv auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirken. Definitiv. Es ist eine Form der Selbstpflege, die die Seele nährt und Freude in den Alltag bringt. Ich freue mich, dass du etwas gefunden hast, das dir Erfüllung bringt. Haben Sie einen Rat für jemanden, der seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte? Mein Rat wäre, mit etwas zu beginnen, das Sie wirklich interessiert und für das Sie eine Leidenschaft haben. Lassen Sie sich von der Neugier leiten. Das ist ein wertvoller Tipp. Leidenschaft ist oft die treibende Kraft, etwas wirklich Sinnvolles zu schaffen. Scheuen Sie sich auch nicht, zu experimentieren, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Machen Sie sich den Prozess des Wachstums und der Entdeckung zu eigen. Es ist wichtig, den Lernprozess anzunehmen. Danke, dass du diese Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Du bist willkommen,
John. Ich hoffe, es inspiriert andere, ihr eigenes kreatives Potenzial zu entdecken. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Hier geht es darum, kreative Möglichkeiten zu nutzen und Freude am Selbstausdruck zu finden. Darauf ein Hoch, John. Mögen wir weiterhin unseren kreativen Geist fördern und dabei andere inspirieren. Absolut, Anna. Lasst uns die wunderbare Welt der Kreativität weiter erforschen und uns darin ausdrücken. Lektion 6. Erkunden Sie den Shuttle-Service zu Hotels. Hallo Anna, ich habe gehört, dass es einen neuen Shuttle-Service gibt. Das ist großartig. Ist es ein direkter Shuttle zu allen Hotels? Hallo, John. Ja, es ist ein praktischer direkter Shuttle-Service, der den Transport zu verschiedenen Hotels in der Gegend bietet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Das würde Besuchern und Touristen das Reisen erheblich erleichtern. Absolut. Dadurch entfällt der Aufwand, Verkehrsmittel zu finden oder sich in öffentlichen Verkehrssystemen zurechtzufinden. Wissen Sie, ob der Shuttle zu bestimmten Zeiten fährt oder ob er den ganzen Tag über verfügbar ist? Der Shuttle-Service verkehrt nach Fahrplan, ist in der Regel während der Hauptreisezeiten in Betrieb und bietet regelmäßige Abholungen. Das ist gut zu wissen. Es stellt sicher, dass sich die Gäste bei ihren Transportbedürfnissen auf den Shuttle verlassen können. Ja, und es bietet auch ein Gefühl von Zuverlässigkeit und Seelenfrieden, insbesondere für diejenigen, die mit der Gegend nicht vertraut sind. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Service besonders für Personen mit schwerem Gepäck oder besonderen Mobilitätsbedürfnissen von Vorteil wäre. Definitiv. Der Shuttle-Service zielt darauf ab, den unterschiedlichen Bedürfnissen der Passagiere für eine komfortable Reise gerecht zu werden. Das ist durchdacht. Ich freue mich, dass Sie bei der Bereitstellung dieses Services die unterschiedlichen Bedürfnisse der Reisenden berücksichtigt haben. Es zeigt ihr Engagement, das Gesamterlebnis für Hotelgäste zu verbessern. Sind mit der Nutzung des Shuttle-Services zusätzliche Kosten verbunden oder sind diese im Hotelaufenthalt enthalten? Der Shuttle-Service ist für Hotelgäste in der Regel kostenlos und gewährleistet eine bequeme und kostengünstige Transportoption. Das ist ein großer Mehrwert für Gäste. Das macht den Aufenthalt in den Hotels noch attraktiver. Absolut. Dies ist einer der Faktoren, die das Gesamterlebnis und die Zufriedenheit der Besucher verbessern können. Ich freue mich, diese Informationen mit Freunden und Familie zu teilen, die planen, die Gegend zu besuchen. Sie werden sicherlich den Komfort und die Leichtigkeit der Nutzung des direkten Shuttle-Services zu schätzen wissen. Danke, dass du uns diese Informationen mitgeteilt hast, Anna. Es ist gut zu wissen, dass es für Hotelgäste eine zuverlässige Transportmöglichkeit gibt. Du bist willkommen, John. Es ist immer eine Freude, hilfreiche Informationen zu teilen. Auf stressfreies Reisen und angenehme Aufenthalte in den Hotels. Prost darauf, Anna. Möge der Shuttle-Service zu einem reibungslosen Erlebnis für alle Hotelgäste beitragen. Lektion 7. Maximierung des Werts in 5-Sterne-Hotels mit begrenztem Budget. Hallo Anna, ich werde in einem 5-Sterne-Hotel übernachten, aber ich habe ein begrenztes Budget. Irgendwelche Vorschläge? Hallo, John. Trotz Ihres begrenzten Budgets gibt es Möglichkeiten, den Wert von 5-Sterne-Hotels zu maximieren. Lassen Sie uns einige Optionen untersuchen. Das wäre großartig. Ich möchte immer noch den Luxus und die Annehmlichkeiten erleben, ohne zu viel auszugeben. Eine Möglichkeit besteht darin, eine Buchung außerhalb der Hauptsaison oder an Wochentagen in Betracht zu ziehen. Hotels bieten in diesen Zeiten oft niedrigere Preise an.
Es ist sinnvoll, außerhalb der Spitzenzeiten zu buchen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, um mögliche Rabatte zu nutzen. Eine andere Strategie besteht darin, nach Sonderaktionen oder Paketen zu suchen. Hotels können für bestimmte Buchungen ermäßigte Preise oder zusätzliche Vorteile haben. Das ist eine gute Idee. Ich werde auf jeden Fall auf der Website des Hotels nachschauen oder mich direkt an Sie wenden, um Informationen zu verfügbaren Angeboten zu erhalten. Darüber hinaus können Sie erwägen, über Reisewebsites oder Online-Plattformen zu buchen, die ermäßigte Preise für 5-Sterne-Hotels anbieten. Ich werde diese Plattformen erkunden. Hoffentlich finde ich ein gutes Angebot, das in mein Budget passt. Es lohnt sich auch, Treueprogramme oder Hotelmitgliedschaften in Betracht zu ziehen. Sie können Zugang zu exklusiven Rabatten oder Vergünstigungen bieten. Ich werde überprüfen, ob das Hotel ein Treueprogramm hat oder ob es Mitgliedschaften gibt, mit denen ich bei meinem Aufenthalt sparen kann. Zu guter Letzt sollten Sie nicht zögern, im Hotel zu verhandeln oder nach Upgrades zu fragen. Manchmal sind Sie möglicherweise bereit, Ihr Budget einzuhalten. Upgrades auszuhandeln oder anzufordern, war etwas, das ich nicht in Betracht gezogen hatte. Ich werde es versuchen, um zu sehen, ob es funktioniert. Es ist einen Versuch wert. Denken Sie daran, dass Höflichkeit und Freundlichkeit in solchen Situationen viel bewirken können. Danke für diese wertvollen Tipps, Anna. Ich fühle mich sicherer darin, ein Gleichgewicht zwischen Luxus und Erschwinglichkeit zu finden. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, Sie können einen unvergesslichen Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel genießen, ohne Ihr Budget zu belasten. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich werde während meines Aufenthalts die perfekte Kombination aus Luxus und Preis-Leistungs-Verhältnis finden. Darauf ein Hoch, John. Mögen Sie eine herrliche Erfahrung im 5-Sterne-Hotel haben und gleichzeitig Ihr begrenztes Budget einhalten. Danke, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich das Beste aus meinem Aufenthalt mache und die Annehmlichkeiten genieße, ohne zu viel auszugeben. Lektion 8: Kreativität beim Kochen entdecken. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, beim Kochen kreativer zu werden. Irgendwelche Vorschläge? Hallo, John. Das ist toll zu hören. Hier sind ein paar Ideen, die Ihnen helfen sollen, Ihre kulinarische Kreativität zu steigern. Ich freue mich darauf, einige neue Techniken oder Geschmackskombinationen zu lernen. Was empfiehlst du? Eine Möglichkeit, kreativ zu werden, besteht darin, mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern zu experimentieren. Sie können den Geschmack Ihrer Gerichte verändern. Das klingt interessant. Gibt es bestimmte Gewürze oder Kräuter, die Sie probieren sollten? Zu den vielseitigen Optionen gehören zunächst Kreuzkümmel, Paprika, Kurkuma, Rosmarin und Basilikum. Sie können Ihre Mahlzeiten Tiefe und Komplexität verleihen. Ich werde mich mit diesen Gewürzen eindecken. Es wird Spaß machen, mit verschiedenen Kombinationen zu experimentieren. Eine andere Idee ist es, internationale Küchen zu erkunden. Jede Kultur hat ihre einzigartigen Aromen und Techniken, die Sie in Ihre Küche integrieren können. Das ist ein toller Vorschlag. Ich kann meinen kulinarischen Horizont erweitern, indem ich Rezepte aus verschiedenen Teilen der Welt ausprobiere. Absolut. Es ist eine fantastische Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und Ihr Kochrepertoire zu erweitern. Gibt es spezielle internationale Küchen, deren Erkundung Sie empfehlen würden? Zu den beliebten und vielfältigen Optionen gehören italienische, thailändische, mexikanische, indische und japanische Küche. Sie bieten eine große Auswahl an Aromen und Gerichten, die es zu entdecken gilt. Ich werde Rezepte aus diesen Küchen recherchieren. Es wird aufregend sein, neue Geschmacksrichtungen auf meinen Tisch zu bringen.
Scheuen Sie sich außerdem nicht, bestehende Rezepte zu ändern oder Ihre eigenen Variationen zu erstellen. Kochen ist eine Kunst, und Sie können jedem Gericht Ihre persönliche Note verleihen. Ich habe nicht viel versucht, Rezepte zu ändern. Ich fange an zu experimentieren und Gerichten meine eigene Note zu geben. Kreativ zu plattieren ist eine großartige Idee. Ich werde daran arbeiten, meine Präsentationsfähigkeiten zu verbessern, damit meine Gerichte genauso gut aussehen, wie sie schmecken. Denken Sie daran, dass es beim Kochen darum geht, den Prozess zu genießen und Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Viel Spaß damit! Danke für diese wunderbaren Vorschläge, Anna. Ich fühle mich inspiriert, meine Küche auf ein neues Niveau zu heben. Du bist willkommen, John. Lassen Sie Ihrer kulinarischen Kreativität freien Lauf und genießen Sie die Freude, köstliche und einzigartige Gerichte zu kreieren. Ich schätze Ihre Unterstützung. Hier geht es darum, neue Geschmacksrichtungen und Techniken zu entdecken und die Kunst des Kochens zu genießen. Darauf ein Hoch, John. Mögen Ihre kulinarischen Abenteuer voller köstlicher Aromen und sättigender Kreationen sein. Danke, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass jedes Gericht, das ich zubereite, kreativ wird. Lektion 9: Empfehlungen und Buchbesprechungen. Hallo Anna, ich benötige eine Buchempfehlung. Ich liebe es, über Bücher zu diskutieren. Irgendwelche Vorschläge? Hallo, John. Ich würde dir gerne ein Buch empfehlen. Welche Genres oder Themen magst du? Ich bin offen für verschiedene Genres, aber ich neige zu Mysterien und Abenteuern. Hast du irgendwelche Bücher im Sinn? Ein Buch, das Ihr Interesse wecken könnte, ist The Da Vinci Code von Dan Brown. Es verbindet Mysterium, Geschichte und Abenteuer. The Da Vinci Code klingt faszinierend. Ich habe gute Dinge darüber gehört. Ich werde es zu meiner Leseliste hinzufügen. Eine weitere Empfehlung ist Das Mädchen mit dem Drachentattoo von Stieg Larsson. Es ist ein packender Thriller mit faszinierenden Charakteren. Ich habe auch von dem Buch gehört. Es scheint eine fesselnde Lektüre zu sein. Ich werde es mir auf jeden Fall ansehen. Wenn Sie auf der Suche nach einem klassischen Abenteuer sind, ist Treasure Island von Robert Louis Stevenson eine zeitlose Wahl. Treasure Island ist in der Tat ein Klassiker. Ich werde diese abenteuerliche Geschichte auf jeden Fall noch einmal aufgreifen. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass du die Empfehlungen interessant fandest. Teilen Sie mir Ihre Gedanken mit, sobald Sie sie gelesen haben. Das werde ich. Ich diskutiere immer gerne über Bücher, damit wir uns in Zukunft darüber unterhalten können. Das klingt wunderbar. Ich freue mich auf unsere Buchbesprechungen. Es ist immer bereichernd, Perspektiven und Erkenntnisse auszutauschen. Absolut. Wenn wir unsere Gedanken zu Büchern teilen, können wir unser Verständnis und unsere Wertschätzung für Literatur erweitern. Viel Spaß beim Lesen, John. Ich hoffe, diese Empfehlungen bieten Ihnen viele Stunden fesselnden Geschichtenerzählens. Danke, Anna. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Hier geht es darum, neue Welten zu entdecken und sinnvolle Buchdiskussionen zu führen. Darauf ein Hoch, John. Mögen Ihre Leseabenteuer voller Spannung und zum Nachdenken anregender Geschichten sein. Danke, Anna. Ich werde mich in diese Bücher vertiefen und freue mich auf unsere zukünftigen Gespräche. Lektion 10: Mit richtigem Vorwärmen eine knusprige Pizzakruste erzielen.
Hallo Anna, ich möchte eine hausgemachte Pizza mit knuspriger Kruste machen. Irgendwelche Tipps? Hallo, John. Um eine knusprige Kruste zu erhalten, solltest du den Ofen vorheizen und erwägen, einen Pizzastein zu verwenden. Das Vorheizen des Ofens ist sinnvoll. Auf welche Temperatur sollte ich ihn einstellen, um die besten Ergebnisse zu erzielen? Für eine knusprige Kruste wird empfohlen, den Ofen auf eine hohe Temperatur von etwa 475 bis 500 Grad Fahrenheit vorzuheizen. Die Ich werde Verwendung darauf eines achten, den Pizzasteins Ofen kann auf dazu eine hohe beitragen, Temperatur die zu Wärme stellen, um gleichmäßig den zu gewünschten verteilen und Crunch zu bekommen. Feuchtigkeit aufzunehmen, was Was zu ist einer mit dem knusprigeren Pizzastein? Kruste führt. Stellen Sie es während des Das Vorheizens ist in den eine tolle Ofen. Idee. Ich hole mir einen Pizzastein, um die Textur der Kruste zu verbessern und sicherzustellen, dass sie gleichmäßig gegart ist. Bevor Sie die Pizza auf den Stein legen, lassen Sie sie zusammen mit dem Ofen etwa 30 Minuten vorheizen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Stein richtig erhitzt wird. Ich werde daran denken, dem Stein genügend Zeit zum Aufwärmen zu geben. Das ist entscheidend für die knusprige Kruste. Wenn Sie bereit sind, die Pizza zu backen, legen Sie sie mit einer Pizzaschaufel oder Pergamentpapier auf den vorgewärmten Pizzastein. Ich werde vorsichtig sein, wenn ich die Pizza auf den Stein lege. Die Verwendung von Peel- oder Pergamentpapier sollte es einfacher machen. Behalten Sie die Pizza beim Backen im Auge, da sie aufgrund der hohen Temperatur schneller als gewöhnlich gegart werden kann. Passen Sie die Backzeit entsprechend an. Ich werde die Pizza genau beobachten, damit sie nicht anbrennt. Durch die Anpassung der Backzeit wird sichergestellt, dass sie perfekt zubereitet ist. Sobald die Pizza fertig ist, nehmen Sie sie vorsichtig mit einer Pizzaschorle oder Topflappen aus dem Ofen. Lassen Sie es vor dem Schneiden und Servieren etwas abkühlen. Sicherheit geht vor. Ich verwende geeignete Werkzeuge, um die heiße Pizza anzufassen und lasse sie etwas abkühlen, bevor ich ein Stück genieße. Genieß deine hausgemachte Pizza mit ihrer knusprigen Kruste, John. Ich bin mir sicher, dass es köstlich sein wird. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Anleitung. Hier geht es darum, eine köstliche Pizza mit einer perfekten knusprigen Kruste zuzubereiten. Darauf ein Hoch, John. Möge Ihre Pizza ein kulinarischer Genuss sein, der mit jedem knusprigen Bissen Freude bereitet. Danke, Anna. Ich kann es kaum erwarten, die knusprige Köstlichkeit meiner hausgemachten Pizza zu genießen. Lektion 11. Bitte unterschreiben Sie am Ende. Anna, bitte unterschreib unten, Anna. Okay, John, hier bist du. Danke, Anna. Ihre Unterschrift ist wichtig für Dokumentationszwecke. Ich verstehe, John. Es ist notwendig, einen klaren Hinweis auf Zustimmung oder Zustimmung zu geben. Absolut, Anna. Mit der Unterzeichnung bestätigen wir, dass wir die genannten Bedingungen verstanden und akzeptiert haben. Das ergibt Sinn, John. Das sorgt für Klarheit und vermeidet jegliche Missverständnisse in der Zukunft. Genau, Anna. Es ist immer am besten, eine klare Aufzeichnung unserer Vereinbarungen oder Verpflichtungen zu haben. Ich stimme zu, John. Die Dokumentation spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrung von Transparenz und Rechenschaftspflicht. In der Tat, Anna. Es hilft, ein Gefühl des Vertrauens aufzubauen und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf derselben Wellenlänge sind. Das ist wichtig, John. Das fördert ein gesundes und professionelles Umfeld für alle Beteiligten. Absolut, Anna. Es ist Teil der Wahrung von Integrität und Professionalität in unserem täglichen Leben. Ich schätze deine Liebe zum Detail, John. Es zeigt ihr Engagement für Gründlichkeit und ordnungsgemäße Dokumentation. Danke, Anna.
Liebe zum Detail ist in verschiedenen Bereichen des Lebens von entscheidender Bedeutung, und das ist etwas, wonach ich strebe. Du bist willkommen, John. Ihr Engagement für Qualität und Professionalität ist lobenswert. Machen Sie weiter mit der großartigen Arbeit. Lektion 12: Ein Nichtraucherzimmer wählen. Hallo Anna, ich plane eine Reise und möchte sichergehen, dass ich ein Nichtraucherzimmer bekomme. Irgendwelche Vorschläge, wie das gewährleistet werden kann? Hallo, John. Das ist eine tolle Idee. Achten Sie bei Ihrer Reservierung darauf, ausdrücklich ein Nichtraucherzimmer anzufragen. Das klingt perfekt. Ich werde bei der Reservierung darauf achten, meine Präferenz für ein Nichtraucherzimmer anzugeben. Darüber hinaus können Sie das Hotel direkt anrufen und Ihre Anfrage für ein Nichtraucherzimmer einige Tage vor Ihrer Ankunft erneut bestätigen. Ich werde das Hotel auf jeden Fall kurz vor meiner Ankunft anrufen, um meine Anfrage für ein Nichtraucherzimmer zu überprüfen und zu bestätigen. Erinnern Sie das Personal an der Rezeption beim Check-in höflich daran, dass Sie ein Nichtraucherzimmer bevorzugen. Sie werden Ihr Bestes tun, um Ihrer Anfrage nachzukommen. Vermerkt. Ich werde die Mitarbeiter an der Rezeption beim Check-in höflich daran erinnern, dass sie sich meiner Präferenz für ein Nichtraucherzimmer bewusst sind. Es ist auch eine gute Idee, die Rauchpolitik des Hotels zu überprüfen. Einige Hotels haben ausgewiesene Raucherbereiche. Wenn Sie dies wissen, können Sie mögliche Unannehmlichkeiten vermeiden. Das ist ein hilfreicher Tipp. Ich werde mich mit den Rauchbestimmungen des Hotels vertraut machen, um einen angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Wenn Sie auf Probleme stoßen oder mit dem zugewiesenen Zimmer unzufrieden sind, zögern Sie nicht, sich an das Hotelpersonal zu wenden. Sie sind in der Regel bereit zu helfen und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Wenn irgendwelche Probleme auftreten oder ich mit dem Zimmer nicht zufrieden bin, werde ich mich mit dem Hotelpersonal in Verbindung setzen, um eine Lösung zu Wenn Sie finden. diese Schritte befolgen, erhöhen Sie Ihre Chancen, sich ein Nichtraucherzimmer zu sichern und während Ihrer Reise einen angenehmen Aufenthalt zu genießen. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Anleitung. Auf eine rauchfreie Umgebung und einen angenehmen Aufenthalt. Du bist willkommen, John. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Reise mit einem sauberen und frischen Nichtraucherzimmer. Danke, Anna. Ich freue mich auf eine stressfreie und angenehme Erfahrung. Lektion 13: Vorschläge zur Schaffung von Arbeitsplätzen und erschwinglicher Gesundheitsversorgung. Hallo Anna, hast du von den jüngsten Vorschlägen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und erschwinglicher Gesundheitsversorgung gehört? Was sind deine Gedanken? Hallo, John. Ja, ich habe die Diskussionen verfolgt. Es ist für das Wohl der Menschen von entscheidender Bedeutung, diese Probleme anzugehen. Ich stimme zu. Die Schaffung von mehr Beschäftigungsmöglichkeiten ist für das Wirtschaftswachstum und die Senkung der Arbeitslosenquoten von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es kann sich positiv auf Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften auswirken, Stabilität schaffen und die Lebensgrundlagen verbessern. Was das Thema erschwingliche Gesundheitsversorgung angeht, so ist es wichtig sicherzustellen, dass jeder Zugang zu hochwertigen medizinischen Dienstleistungen hat, ohne finanzielle Belastungen Dem ausgesetzt zu könnte ich sein. nicht mehr zustimmen. Eine erschwingliche Gesundheitsversorgung ermöglicht es Einzelpersonen, notwendige Behandlungen und Vorsorgemaßnahmen in Anspruch zu nehmen, was das allgemeine Die Wohlbefinden Vorschläge fördert. sollten sich darauf konzentrieren, die Gesundheitsversorgung für alle zugänglicher und erschwinglicher zu machen, unabhängig von ihrem Einkommen oder ihren Vorerkrankungen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Indem wir uns mit der Erschwinglichkeit befassen und die Deckung ausweiten, können wir eine gesündere und gerechtere Gesellschaft anstreben. Es ist auch wichtig, die Nachhaltigkeit dieser Vorschläge zu berücksichtigen und zu prüfen, wie sie langfristig wirksam umgesetzt werden können.
Du hast recht. Ein umfassender und nachhaltiger Ansatz ist notwendig, um den Erfolg und die Langlebigkeit dieser Initiativen sicherzustellen. Indem wir die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern und den Zugang zu erschwinglicher Gesundheitsversorgung verbessern, können wir zu einer besseren Zukunft für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt In beitragen. der Tat. Diese Vorschläge haben das Potenzial, positive Veränderungen herbeizuführen und das Leben vieler Menschen zu verbessern. Danke, dass du deine Erkenntnisse geteilt hast, Anna. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und sich an Diskussionen zu beteiligen, die sich auf unser tägliches Du Leben bist auswirken. willkommen, John. Es ist immer eine Freude, diese wichtigen Angelegenheiten mit Ihnen zu besprechen. Bleiben wir weiterhin auf dem Laufenden und setzen uns für positive Veränderungen ein. Absolut, Anna. Gemeinsam können wir zu einer Gesellschaft beitragen, die der Schaffung von Arbeitsplätzen und erschwinglicher Gesundheitsversorgung zum Wohle aller Priorität einräumt. Auf eine Zukunft mit blühenden Beschäftigungsmöglichkeiten und zugänglicher, erschwinglicher Gesundheitsversorgung für alle. Prost darauf, Anna. Mögen unsere gemeinsamen Anstrengungen zu einer besseren und inklusiveren Zukunft für alle führen. Lektion 14. Zur Kasse gehen und Fundstücke aus Secondhand-Läden genießen. Hallo Anna, ich habe heute im Secondhand-Laden einige tolle Artikel gefunden. Lass uns auf jeden Fall zur Kasse gehen und bezahlen. Ich kann es kaum erwarten, meine Fundstücke aus dem Secondhand-Laden zu präsentieren. Hallo, John. Das ist großartig. Secondhand-Läden können Fundgruben für einzigartige und erschwingliche Artikel sein. Gehen wir zur Kasse und schließen unseren Kauf ab. Ich bin auch gespannt, was Sie gefunden haben. Es ist immer wieder faszinierend, versteckte Juwelen zu entdecken und geliebten Gegenständen ein zweites Leben zu schenken. Ich stimme zu. Das Einkaufen in Secondhand-Läden ermöglicht es uns nicht nur, Unikate zu finden, sondern fördert auch die Nachhaltigkeit, indem Abfall reduziert und eine Kreislaufwirtschaft unterstützt wird. Definitiv. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir können unsere Schränke erweitern und gleichzeitig umweltbewusste Entscheidungen treffen. Gehen wir jetzt zur Kasse. Es ist wichtig, die Bemühungen des Secondhand-Ladens zu würdigen, diese Artikel zu kuratieren und erschwingliche Optionen anzubieten. Absolut, Anna. Die Unterstützung lokaler Secondhand-Läden und ihrer Mission ist eine großartige Möglichkeit, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten und nachhaltige Modepraktiken zu fördern. Außerdem ist es aufregend, über die Geschichten hinter diesen Artikeln und die einzigartige Note nachzudenken, die sie unserem persönlichen Stil verleihen können. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Jeder Fundstück aus dem Secondhand-Laden hat seine eigene Geschichte und seinen eigenen Charakter, was ihn noch besonderer und bedeutungsvoller Lassen Sie macht. uns unsere Fundstücke aus Secondhand-Läden schätzen und andere dazu ermutigen, die Wunder des Secondhand-Shoppings zu entdecken. Ich freue mich darauf, meine Funde aus Secondhand-Läden zu präsentieren und die Freude an nachhaltiger Mode mit anderen zu teilen. Danke, dass du mich in die Welt des Secondhand-Shoppings eingeführt hast, John. Es war eine herrliche Erfahrung. Du bist willkommen, Anna. Es war mir eine Freude. Lassen Sie uns weiterhin Funde aus Secondhand-Läden genießen und bewusste Modeentscheidungen treffen. Auf eine Zukunft voller stilvoller und nachhaltiger Modeauswahl, inspiriert von unseren Abenteuern in Secondhand-Läden. Prost darauf, Anna. Mögen unsere Funde aus dem Secondhand-Laden andere dazu inspirieren, die Schönheit nachhaltiger Mode zu entdecken. Lektion 15. Dauer des Aufenthalts in einer Kleinstadt. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich in eine kleine Stadt in der Nähe gezogen bist. Wie lange wirst du dort bleiben? Hallo, John. Ja, ich bin in diese kleine Stadt gezogen. Was meinen Aufenthalt angeht, habe ich vor, mindestens ein Jahr hier zu sein. Das klingt nach einer guten Zeit, um in die Gemeinschaft einzutauchen und alles zu erkunden, was die Stadt zu bieten hat. Absolut.
Ich möchte die Einheimischen kennenlernen, mich an lokalen Aktivitäten beteiligen und den Charme des Kleinstadtlebens wirklich erleben. Es ist eine großartige Gelegenheit, mit Menschen auf einer tieferen Ebene in Kontakt zu treten und dauerhafte Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft aufzubauen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Kleine Städte haben oft eine enge Gemeinschaft, und ich freue mich darauf, während meines Aufenthalts ein Teil davon zu sein. Haben Sie bisher interessante Orte oder Aktivitäten in der Stadt entdeckt? Ja, ich habe schon ein paar versteckte Juwelen gefunden. In der Nähe gibt es einen schönen Park, in dem ich gerne meine Abende verbringe, und ein malerisches Café, in dem ich mich gerne entspanne. Das klingt wunderbar. Die Einfachheit und Ruhe kleiner Städte können im Vergleich zur Hektik der Stadt sehr erfrischend sein. In der Tat. Es ist eine willkommene Abwechslung, und ich schätze den langsameren Lebensrhythmus in dieser kleinen Stadt. Ich freue mich, das zu hören. Wenn ich Ihnen bei der Eingewöhnung helfen kann oder wenn Sie Empfehlungen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden. Danke, John. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Ich werde das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich Hilfe oder Vorschläge benötige. Du bist willkommen, Anna. Ich freue mich, dich als Nachbarn in dieser kleinen Stadt zu haben. Ich wünsche Ihnen eine unvergessliche und erfüllende Zeit während Ihres Aufenthalts. Danke, John. Ich freue mich darauf, das Beste aus meiner Zeit hier zu machen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lassen Sie uns bald nachholen und unsere Erfahrungen in Kleinstädten teilen. Absolut, Anna. Ich freue mich darauf, mehr über deine Kleinstadtabenteuer zu erfahren. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie Ihren Aufenthalt. Danke, John. Seien Sie auch vorsichtig und ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir sehen uns bald. Bis bald, Anna. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie all die Wunder des Kleinstadtlebens. Lektion 16. Die Macht des Wissens und die Fähigkeit, durch Bewusstsein etwas zu bewirken. Hallo Anna, ich glaube, dass Wissen in allen Lebensbereichen Macht ist. Wir können etwas bewirken, indem wir Bewusstsein verbreiten. Hallo, John. Absolut, Wissen befähigt uns, die Welt zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch Bewusstsein können wir positive Veränderungen bewirken. Indem wir auf dem Laufenden bleiben, können wir wichtige Probleme angehen und zur Verbesserung der Gesellschaft beitragen. Definitiv. Das Bewusstsein ermöglicht es uns, Herausforderungen zu erkennen, Lösungen zu finden und Maßnahmen zu ergreifen, um eine spürbare Wirkung zu erzielen. Es ist wichtig, Wissen zu teilen und andere zu ermutigen, ebenfalls auf dem Laufenden zu bleiben. Gemeinsam können wir unsere Bemühungen um positive Veränderungen verstärken. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Wenn wir Gespräche führen und Informationen austauschen, erweitern wir unser kollektives Verständnis und treiben den Fortschritt voran. Jeder kleine Schritt zur Sensibilisierung kann zu erheblichen Veränderungen der Einstellungen, Verhaltensweisen und politischen Maßnahmen führen. Das ist wahr. Unsere Aktionen, egal wie klein sie sind, haben das Potenzial, einen Dominoeffekt zu erzeugen und andere zum Mitmachen zu inspirieren. Lassen Sie uns weiterbilden, Diskussionen führen und uns für Anliegen einsetzen, die unseren Werten entsprechen. Absolut. Auf diese Weise können wir zu einer informierteren und mitfühlenderen Gesellschaft beitragen. Wissen hat wirklich die Macht, Leben zu verändern und sich positiv auf Einzelpersonen und Gemeinschaften auszuwirken. Lassen Sie uns die Macht des Wissens nutzen und durch Bewusstheit weiterhin einen Unterschied machen, Schritt für Schritt. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft schaffen, indem wir uns und andere mit Wissen ausstatten und eine Kultur des Bewusstseins fördern. Danke für dieses aufschlussreiche Gespräch, John.
Es ist inspirierend, über das Potenzial zu sprechen, das wir haben, um etwas zu bewirken. Du bist willkommen, Anna. Es ist immer eine Freude, bedeutungsvolle Gespräche mit Ihnen zu führen. Lassen Sie uns weiter lernen, wachsen und etwas Positives bewirken. Hier geht es um die Macht des Wissens und den Unterschied, den wir durch Bewusstsein bewirken können. Mögen wir weiterhin nach einer besseren Welt streben. Prost darauf, Anna. Mögen unsere gemeinsamen Anstrengungen positive Veränderungen bewirken und eine bessere Zukunft für alle schaffen. Lektion 17: Auf der Suche nach einem seltenen Sammlerstück. Hallo Anna, weißt du, wo ich ein seltenes Sammlerstück finden kann? Hallo, John. Haben Sie versucht, auf Online-Marktplätzen oder in Fachgeschäften nachzuschauen, die sich an Sammler richten? Ich habe online gesucht, aber ich hatte nicht viel Glück. Haben Sie konkrete Empfehlungen? Vielleicht möchten Sie Auktionswebsites erkunden oder lokale Antiquitätenmessen besuchen. Sie haben oft eine Vielzahl von Sammlerstücken zur Verfügung. Das ist eine gute Idee. Ich werde mich mit bevorstehenden Auktionen und Messen in meiner Nähe befassen. Hoffentlich stoße ich auf den seltenen Gegenstand, nach dem ich gesucht habe. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Online-Foren oder Communities beizutreten, die Sammlern gewidmet sind. Sie können wertvolle Einblicke und Verbindungen bieten, um seltene Gegenstände zu Daran finden. hatte ich nicht gedacht. Die Zusammenarbeit mit anderen Sammlern kann eine großartige Möglichkeit sein, mein Netzwerk zu erweitern und meine Chancen zu erhöhen, den gewünschten Artikel zu finden. Definitiv. Sammler verfügen oft über umfangreiches Wissen und können Hinweise geben, wo sie bestimmte Artikel finden können, oder sogar selbst Hinweise geben. Danke für die Vorschläge, Anna. Ich werde diese Möglichkeiten erkunden und optimistisch bleiben, das seltene Sammlerstück zu finden, nach dem ich gesucht habe. Du bist willkommen, John. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Suche. Ich hoffe, Sie finden das Sammlerstück, das Ihnen Freude und Zufriedenheit bereitet. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Wer weiß, vielleicht kann ich Ihnen eines Tages meinen seltenen Fund vorstellen. Das wäre fantastisch, John. Ich freue mich darauf, von Ihrem Erfolg zu hören und das seltene Sammlerstück aus erster Hand zu sehen. Nochmals vielen Dank, Anna. Ihre Ermutigung bedeutet mir sehr viel. Ich werde mein Bestes tun, um den schwer fassbaren Gegenstand ausfindig zu machen und ihn zu einer wertvollen Ergänzung meiner Sammlung zu Ich machen. glaube an deine Entschlossenheit, John. Ich bin zuversichtlich, dass Ihre Sammelleidenschaft Sie zu diesem seltenen Fund führen wird. Viel Glück! Ich schätze dein Vertrauen in mich, Anna. Ich suche weiter und bleibe hoffnungsvoll. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre guten Wünsche. Lektion 18: Ich selbst auf 2 Rädern, die herausfordernde und doch erfüllende Erfahrung. Hallo Anna, ich habe vor kurzem beschlossen, mich selbst herauszufordern und Fahrradfahren zu lernen. Es war eine ziemlich entmutigende Erfahrung, aber das Erfolgserlebnis hat sich gelohnt. Hallo, John. Das ist wunderbar. Fahrradfahren zu lernen kann eine Herausforderung sein, aber es eröffnet eine ganz neue Welt voller Möglichkeiten und Freiheiten. In der Tat, Anna. Die Anfangsphase war etwas nervenaufreibend, da ich Schwierigkeiten hatte, mein Gleichgewicht zu finden und meine Bewegungen zu koordinieren. Es ist völlig normal, sich so zu fühlen, John. Fahrradfahren erfordert Koordination und Übung, aber mit der Zeit wird es zur Selbstverständlichkeit. Ich hielt durch und übte regelmäßig, wobei ich mit jedem Versuch allmählich Selbstvertrauen gewann. Das Gefühl, endlich reibungslos zu fahren, war berauschend. Ich kann mir vorstellen.
Fahrradfahren bringt ein einzigartiges Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit mit sich. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Umgebung auf eine andere Art zu erkunden und zu genießen. Absolut, Anna. Ich habe angefangen, die nahegelegenen Wanderwege und Parks mit dem Fahrrad zu erkunden, und das ist eine erfrischende Abwechslung zu meiner gewohnten Routine. Radfahren bietet auch verschiedene gesundheitliche Vorteile, wie zum Beispiel eine verbesserte kardiovaskuläre Fitness und eine erhöhte Ausdauer. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu Das ist bleiben. ein weiterer Aspekt, den ich schätze. Fahrradfahren ermöglicht es mir, körperliche Aktivität in meinen Alltag zu integrieren und gleichzeitig die Natur zu genießen. Es ist wunderbar zu hören, wie du diese neue Erfahrung angenommen hast, John. Ich bin mir sicher, dass es dir weiterhin Freude und Erfüllung bringen wird. Danke, Anna. Es war eine transformative Reise für mich, und ich bin froh, dass ich den Sprung gewagt habe, Fahrradfahren zu lernen. Du solltest stolz auf dich sein, John. Indem wir uns neuen Herausforderungen stellen und unsere Komfortzonen verlassen, wachsen wir und entdecken neue Leidenschaften. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Es ist wichtig, dass wir uns weiter anstrengen und neue Dinge ausprobieren. Wer weiß, welche anderen aufregenden Abenteuer auf uns warten. Genau, John. Das Leben steckt voller Möglichkeiten für Wachstum und Selbstfindung. Ich bin gespannt, wohin dich deine neu entdeckte Liebe zum Radfahren führt. Vielen Dank für deine Unterstützung und Ermutigung, Anna. Ich bin dankbar, dass ich mich auf diese Reise begeben habe und freue mich darauf, weitere Fahrradabenteuer mit Ihnen zu teilen. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um dich bei jedem Schritt anzufeuern. Treten Sie weiter in die Pedale und genießen Sie die Freiheit der offenen Straße. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank, dass du so ein guter Freund bist. Bleiben wir offen für neue Erfahrungen und lassen wir uns weiterhin der Freude am Entdecken hingeben. Absolut, John. Auf weitere spannende Abenteuer und persönliches Wachstum. Ich wünsche Ihnen viele glückliche Fahrten. Prost darauf, Anna. Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Unterstützung. Machen wir das Beste aus jedem Moment und genießen wir die Reise. Lektion 19. Erkundung weiterer Diskussionen in der Zukunft. Hallo Anna, ich hatte einige hervorragende Ideen zu besprechen, aber lassen Sie uns beim nächsten Mal weiter darauf eingehen. Hallo, John. Das klingt faszinierend. Ich bin gespannt auf Ihre Ideen, aber es ist ratsam, sie für eine eingehendere Diskussion aufzubewahren. Ich glaube, unsere Themen verdienen angemessene Aufmerksamkeit und Zeit zur Erkundung. Es wäre sinnvoller, ihnen eine spezielle Sitzung zu widmen. Absolut, John. Indem wir uns Zeit für diese Diskussionen nehmen, können wir uns mit den Einzelheiten befassen und einen sinnvolleren Gedankenaustausch führen. Ich schätze dein Verständnis, Anna. Es ist wichtig, diesen Themen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, um ein fruchtbares Gespräch zu gewährleisten. Ich stimme vollkommen zu, John. Es ist wichtig, gezielte Gespräche zu führen, in denen wir verschiedene Perspektiven und Ideen gründlich untersuchen können. Lassen Sie uns einen Termin für unsere nächste Diskussion vereinbaren. Auf diese Weise können wir vorbereitet sein und das Beste aus unserem Gespräch machen. Das klingt nach einem Plan, John. Wir können jedem Thema ausreichend Zeit einplanen, ohne es zu überstürzen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Es wird spannend sein, sich mit diesen Ideen zu befassen und zum Nachdenken anregende Diskussionen zu führen. Ebenso, John. Ich freue mich darauf, Ihre Gedanken zu hören und meine eigenen Erkenntnisse zu den Themen, die Sie im Sinn haben, mit Ihnen zu teilen. Danke für dein Verständnis, Anna. Ihre Bereitschaft zu durchdachten Gesprächen macht unsere Diskussionen umso bereichernder.
Es ist mir ein Vergnügen, John. Ich glaube, dass sinnvolle Gespräche ein Katalysator für persönliches und intellektuelles Wachstum sind. In der Tat, Anna. Unsere Diskussionen waren immer aufschlussreich und ich habe keinen Zweifel daran, dass unser nächstes Gespräch genauso aufschlussreich sein wird. Danke, dass du diese Diskussionen initiiert hast, John. Ich schätze Ihre durchdachte Herangehensweise an unsere Gespräche. Du bist willkommen, Anna. Es ist mir eine Freude, diese Gespräche mit Ihnen zu führen. Ich werde mich bald mit Ihnen in Verbindung setzen, um unsere nächste Sitzung zu vereinbaren. Ich warte gespannt auf deine Nachricht, John. Lassen Sie uns weiterhin nach neuen Ideen suchen und unseren Horizont durch unsere Gespräche erweitern. Absolut, Anna. Seien Sie bis dahin vorsichtig und freuen wir uns auf unser nächstes anregendes Gespräch. Ebenso, John. Seien Sie vorsichtig und ich freue mich auf unsere nächste Diskussion. Lektion 20. Planen, den Überblick zu behalten und die Fortschritte zu besprechen. Hallo Anna, es ist eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Lassen Sie uns bald ein weiteres Treffen vereinbaren, um unsere Fortschritte zu Hallo, besprechen. John. Ich stimme zu. Es ist wichtig, in Verbindung zu bleiben und Updates über unsere jeweiligen Reisen zu teilen. Lass uns eine Zeit planen, die für uns beide funktioniert. Absolut, Anna. Unsere Gespräche waren immer aufschlussreich und ich glaube, dass die Diskussion unserer Fortschritte wertvolle Perspektiven bieten wird. Ich schätze deine Perspektive, John. Es ist nützlich, über unsere Erfolge, Herausforderungen und Erfahrungen nachzudenken, die wir dabei gelernt haben. Ich finde, dass das Teilen unserer Fortschritte uns nicht nur hilft, Erkenntnisse zu gewinnen, sondern uns auch motiviert, weiter voranzukommen. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Es ist inspirierend, von den Meilensteinen zu hören, die wir erreicht haben, und von den Zielen, auf die wir hinarbeiten. Lasst uns ein Treffen nächste Woche anstreben. Das sollte uns genügend Zeit geben, um unsere Gedanken zu sammeln und uns auf eine sinnvolle Diskussion vorzubereiten. Klingt gut, John. Ich markiere mir meinen Kalender und stelle sicher, dass ich verfügbar bin. Es wird toll sein, sich zu treffen und Erfahrungen auszutauschen. Ausgezeichnet. Ich schicke Ihnen eine Einladung zu einem Meeting mit einigen Terminvorschlägen und Uhrzeiten. Wir können die Details finalisieren und unser Treffen bestätigen. Danke, John. Ich schätze Ihren proaktiven Ansatz bei der Planung unseres Gesprächs. Ich freue mich darauf. Ebenso, Anna. Ich schätze unsere Gespräche und freue mich, von den Fortschritten zu hören, die Sie gemacht haben. Es wird eine bereichernde Diskussion sein. Danke für deine freundlichen Worte, John. Ich freue mich ebenso darauf, von Ihren Erfolgen zu hören und meine eigenen Updates zu teilen. Lassen Sie uns das Beste aus unserer gemeinsamen Zeit machen und diese Nachholsitzung zu einem produktiven und aufschlussreichen Erlebnis machen. Einverstanden, John. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Diskussion wertvolle Einblicke und Anregungen bieten wird, wenn wir unseren jeweiligen Weg fortsetzen. Danke, Anna. Ich melde mich bald mit den Einzelheiten des Treffens. Bis dahin passen Sie auf sich auf und machen Sie weiter so. Danke, John. Ich warte auf deine Nachricht. Seien Sie auch vorsichtig und treffen wir uns bald, um unsere Fortschritte zu besprechen. Das werde ich tun, Anna. Machen Sie es gut und freuen wir uns auf unsere bevorstehende Nachholsitzung. Lektion 21. Hühnernudelsuppe mit Muschelsuppe. Wow, diese Hühnernudelmuschelsuppe ist wirklich köstlich. Ich freue mich, dass es dir gefällt, John. Es ist immer schön, positive Rückmeldungen zu hören. Die Aromen sind reichhaltig und beruhigend. Es ist die perfekte Mahlzeit für einen kühlen Tag.
Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Die Wärme der Suppe ist beruhigend und die Kombination aus Hühnchen und Muscheln sorgt für eine herrliche Note. Absolut, Anna. Die Zutaten passen perfekt zusammen und ergeben ein sättigendes und würziges Gericht. Ich freue mich, dass es dir Spaß macht, John. Es ist immer eine Freude, Mahlzeiten zuzubereiten, die den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Nun, das ist dir definitiv gelungen, Anna. Diese Suppe hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke, John. Ihre Wertschätzung bedeutet mir sehr viel. Es motiviert mich, in der Küche weiter zu forschen und zu experimentieren. Ich bin dankbar für deine kulinarischen Kreationen, Anna. Jedes Gericht, das Sie zubereiten, ist eine herrliche Überraschung. Ich schätze deine freundlichen Worte, John. Es ist mir eine Freude, meine Liebe zum Kochen mit Ihnen zu teilen. Es ist mir eine Freude, auf der Empfängerseite zu sein, Anna. Ihr Talent in der Küche ist wirklich beeindruckend. Danke, John. Es sind Momente wie diese, die das Kochen noch lohnender machen. Nun, ich bin dankbar, Ihre köstlichen Kreationen probieren zu können. Es ist ein herrliches Erlebnis. Ich freue mich, dich als Feinschmecker zu haben, John. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam kulinarische Köstlichkeiten entdecken und genießen. Absolut, Anna. Ich freue mich auf unsere zukünftigen kulinarischen Abenteuer. Lektion 22. Reservierung eines Zimmers mit Meerblick. Ich überprüfe die Reservierung. Ich habe Ihre Reservierung für ein Zimmer mit Meerblick. Das ist ausgezeichnet, John. Ich hatte auf ein Zimmer mit herrlichem Blick auf das Meer gehofft. Ich freue mich, dass ich deine Anfrage erfüllen konnte, Anna. Es ist immer schön, ein Zimmer mit malerischer Aussicht zu haben. Absolut, John. Mit dem Anblick des Ozeans aufzuwachen wird ein wunderbarer Start in den Tag sein. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Das beruhigende Rauschen der Wellen und die erfrischende Meeresbrise schaffen eine friedliche Atmosphäre. Es klingt nach dem perfekten Kurzurlaub, John. Ich freue mich auf etwas Entspannung und Verjüngung. Ich freue mich, dass du dich freust, Anna. Dieser Urlaub bietet die Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Danke, dass du dich um die Reservierung gekümmert hast, John. Ihre Liebe zum Detail wird sehr geschätzt. Du bist willkommen, Anna. Es ist mir eine Freude, dafür zu sorgen, dass alles zu ihrer Zufriedenheit arrangiert wird. Ich bin dankbar für deine Bemühungen, John. Das macht den Planungsprozess viel reibungsloser und angenehmer. Mein Ziel ist es, die bestmögliche Erfahrung zu bieten, Anna. Ihre Zufriedenheit ist meine Priorität. Ihr Engagement für den Kundenservice ist lobenswert, John. Es ist uns eine Freude, dass Sie uns bei unseren Reiseplänen unterstützen. Danke für deine freundlichen Worte, Anna. Ich bin hier, um Ihre Erfahrung so angenehm wie möglich zu gestalten. Hab eine wundervolle Reise. Lektion 23. Hast du einen Arzt gesehen? Guten Morgen, Anna. Wie fühlst du dich heute? Guten Morgen, John. Ich hatte eine etwas harte Nacht. Ich hatte Halsschmerzen und fing an, mich heiß zu fühlen. Es tut mir leid, das zu hören, Anna. Es ist wichtig, auf sich selbst aufzupassen. Hast du einen Arzt aufgesucht? Noch nicht, John. Ich hatte gehofft, es würde sich über Nacht bessern, aber es scheint fortzubestehen. Es ist vielleicht am besten, einen Arzt zu konsultieren, Anna. Sie können Sie beraten und für Ihr Wohlbefinden sorgen. Du hast recht, John.
Ich werde so schnell wie möglich einen Termin vereinbaren. Es ist besser, gesundheitliche Bedenken frühzeitig auszuräumen. Das ist eine kluge Entscheidung, Anna. Deine Gesundheit sollte immer Priorität haben. Lassen Sie mich wissen, ob ich Ihnen irgendwie weiterhelfen kann. Danke, John. Ihr Anliegen bedeutet mir sehr viel. Ich schätze Ihre Unterstützung. Ich bin für dich da, Anna. Wir sind ein Team und ich möchte sicher gehen, dass es dir bald besser geht. Ich bin dankbar für dein Verständnis, John. Es ist beruhigend, jemanden zu haben, der auf mich aufpasst. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Kümmere dich um dich selbst und zögere nicht, dich zu melden, wenn du etwas brauchst. Das werde ich, John. Danke für Ihre Freundlichkeit und Unterstützung. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Bitte TUS, Anna. Hoffentlich geht es dir bald besser. Gönnen Sie sich die nötige Ruhe und holen Sie sich die Pflege, die Sie benötigen. Lektion 24: Adams Autowerkstatt. Hallo, ist das Adams Auto Repair Shop? Ja, ist es. Wie kann ich Ihnen heute weiterhelfen? Ich habe einige Probleme mit meinem Auto und habe mich gefragt, ob Sie es sich ansehen könnten. Natürlich helfen wir Ihnen gerne weiter. Was scheint das Problem mit Ihrem Fahrzeug zu sein? Ich habe seltsame Geräusche vom Motor gehört und das Auto fühlt sich etwas träge an. Ich verstehe. Es ist wichtig, diese Probleme umgehend zu lösen. Wann wäre ein günstiger Zeitpunkt für Sie, Ihr Auto vorbeizubringen? Ich bin morgen Nachmittag verfügbar. Würde das für dich funktionieren? Morgen Nachmittag arbeitet für uns. Wir vereinbaren einen Termin für Sie. Wie ist dein Name, bitte? Ich heiße John. Danke für deine Hilfe, Anna. Du bist willkommen, John. Wir sind hier, um qualitativ hochwertigen Service zu bieten. Wir werden sicherstellen, dass das Problem diagnostiziert wird und Ihr Auto Ich schätze wieder auf die deine Straße gebracht Professionalität, wird. Anna. Ich freue mich darauf, mein Auto morgen vorbeizubringen. Wir sind bereit für dich, John. Danke, dass Sie sich für Adams Auto Repair Shop entschieden haben. Wir sehen uns morgen. Lektion 25. Hast du die Polizei gerufen? Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich wurde gerade ausgeraubt. Kannst du mir helfen? Es tut mir so leid, das zu hören. Bleib ruhig und lass uns sehen, was wir tun können. Hast du die Polizei gerufen? Noch nicht. Ich fühle mich ein bisschen überwältigt. Könnten Sie mir helfen, sie zu kontaktieren? Natürlich, Anna. Ich rufe sofort die Polizei. Kennst du deinen Standort? Ich bin in der Elm Street, in der Nähe der Ecke Main Street. Danke, Anna. Ich informiere die Polizei über den Vorfall und teile ihr ihren Standort mit. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen, John. Ich fühle mich gerade ziemlich erschüttert. Ich verstehe, Anna. Es ist eine besorgniserregende Situation, aber wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Kann ich sonst noch etwas tun? Ich glaube, ich muss meine Kreditkarten stornieren und meine Bank informieren. Könnten Sie mich durch den Prozess führen? Absolut, Anna. Ich helfe Ihnen dabei, Ihre Kreditkarten zu stornieren und Ihre Bank zu kontaktieren, um den Vorfall zu melden. Deine Unterstützung bedeutet mir sehr viel, John. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe tun würde. Ich bin für dich da, Anna. Wir werden das gemeinsam bewältigen. Denken Sie daran, tief durchzuatmen und stark zu bleiben.
Danke für deine tröstenden Worte, John. Ich bin dankbar, Sie in dieser schwierigen Zeit an meiner Seite zu haben. Du bist willkommen, Anna. Wir werden die notwendigen Schritte unternehmen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Ihnen die Unterstützung zu bieten, die Sie benötigen.